Hello, welcome to my crazy world and to another comment translation thing about, on episode 4 on the 16 episodes project of Fritz Meinecke, 7vswild. So, if this is the first episode you're watching, no, go back to the first one, because you need to get through this chronological, otherwise you're missing out on this. If you just want to know what this is all about, these are 7 candidates that are in the wilderness of Sweden for 7 days, and all they have are 7 things they were allowed to take with them. So they chose 7 gadgets or items they want to take with them, and the rules on these were very, very strict. So if you have a knife where on the one side there's a typical knife and on the other side it's a saw, then this would make 2 and things like this. So with this, better go to the first thing, because in the first episode we are looking closely at what all candidates have with them, and now we are at day 2 of the project. So episode 4 is the first part, or the first half of day 2. And all those who haven't watched it till yet now, go out, because now comes the spoiler alert. I just want to remind you that already 2 of the 7 candidates have gone out. So this project just continues with 5 of the 7 candidates. For this, I have my drink. This is from a theme park here in the area, and it was a magic show they had there, and it's called 7, and I just thought that this is the best thing I could do for this. Okay, let's get into it. Es werde Licht, die Nacht ist dunkel und voller Schrecken. Ich hätte gern die Gesellschaft. Da waren viele Kraftausdrücke dabei. So we are seeing a short review about what is coming. As soon as the intro will start, I will just mute the video. Gestern Abend habe ich noch ein bisschen gefroren. Einfach nur geil. So, und jetzt rasten wir. So there are many emotions. So I have to mute this intro, even though I absolutely love it. So, but it gets copyright claims every time, and just to prevent me from this whole thing about processing and deleting parts and muting the part and stuff like this, I'm just muting this all together, and we are skipping. If you want to see the intro, go to Fritz Meinecke's channel and just, give him a thumbs up, subscribe, because he is living from this. And of course, sponsorships. Ich enttäusche. Nicht für Einsamkeit gemacht. Bock. Angriff! Woohoo! Woo! Yeah, and the third one. Ah! Bad mouse! No! Sponsored by... Okay. Okay, now we're in. Day 2. 5:30 in the morning. Fritz is always someone Während ich who's filme, up. werde ich gestochen. While I'm recording, I'm Ich getting schon Streuselkuchen, aber ich sehe es bitten. nicht. I'm sure I'm looking like, yeah. When we have very many bites and they are dots all over, we call ourselves Streuselkuchen. This is a special kind of cake
Yeah. Germans are crazy. Welcome to my world. Ja, gleich geht's an den Umschlag. Tag 2. Ich bin auf die Challenge gespannt. Okay, soon I will go to the envelope for challenge day number 2. So, you recall, challenge of day number 1 was swimming to their point. So, jumping off the boat and swimming to where they are supposed to be for the next 7 days. Okay, so Fritz is already looking forward to open his envelope. Oh, ich habe jetzt schon Hunger, Alter. And Oh, ich he's werde so hungry. Hunger haben. Ich werde so Hunger haben die nächsten Tage. He's already hungry Ich and werde weinen, weil ich Hunger haben werde. Ich will was essen. he says, I will cry because I'm so hungry. Or I will be so hungry, but he's already hungry, and honestly, this is not normal talking for me. This is crying, but Essen. Ich will mich hier gerade anziehen und ich weiß nicht, was passiert ist, I want to aber get meine close. komplette Hose But hier ist alles nass. I just wanted to get dressed, but I don't know what happened. But my complete pants are wet now. Alter, die kann ich eigentlich gar nicht anziehen. I can't wear them. Die komplette Hose ist einfach wie, also bei den Beinen geht's, aber das Ding hatte irgendwie ein bisschen Bodenkontakt. The complete pants is just wet. I mean, the legs are okay, are fine, but the part above had a little bit contact to the floor. Und es ist wirklich klitschnass. And it's wet, 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 wet. Oh nee. Oh no. Okay, Planänderung. Ich werde jetzt erstmal ein Feuer anmachen und diese Hose trocknen. Ich kann Change of plans. I will get a fire going and dry these pants. ja jetzt nicht bei dem Wetter hier, wenn es draußen regnet und irgendwie windig ist, ohne Schlüpper in die Hose rein. Yeah, I can't go with this weather. It's raining, it's a little bit windy. I can go without underwear or these pants. You recall, he dried himself up with it. So, yeah, I can go in these pants with this weather conditions. kriege ja gleich eine Nierenbeckenentzündung. Yeah. Also, erstes Learning. He's thinking about what he might get if he would wear this wet pants. Wenn ich abends ein Feuer mache, um meine Sachen zu trocknen, dann packe ich die vielleicht alle, wenn sie trocken sind, in den Packsack und nehme das als Kopfkissen. Okay, so his new plan. He's like, okay, what did I learn? So when I have fire going and I dried all my clothes, I think I'm taking the dry bag, put my dry clothes in there, and then use the dry bag as my pillow. Weil die Hose, Alter, eiskalt, klitschnass, kann ich so nicht anziehen. Because the pants absolutely wet and ice cold, I can't wear it like that. Da gehe ich kaputt, da werde ich krank. I will get broken, I will get a back hook. I will get sick. Mehr Feuerholz habe ich jetzt leider gar nicht. Das ist jetzt alles, was ich noch vorbereitet hatte. I don't have any more firewood. This is all I prepared. Ich hoffe, das reicht, I hope this damit is ich die enough. Hose da irgendwie trocken kriege. Aktuell räuchere ich die eher aus, aber I hope that this is enough at the moment, or to dry it. At the moment, I'm just smoking it. Rauch ist auch nicht schlecht, weil es ist in dem Moment keine einzige Mücke mehr hier. But smoke isn't that bad because the moment the smoke started, no mosquito is back. Or mosquito are gone. Like. Eben beim Vorbereiten haben die mir fast meinen Arsch zerstochen, weil ja alles voll war und jetzt keine mehr. While I was preparing the fire, they bit me like crazy, and as soon as the fire started, they are all gone now. Deswegen mache ich hier eine kleine Räucherkammer. This is why I will build up a smoker here. Ich
bin wieder an meinem Blaubeerspot und ja, sammle fleißig mein Frühstück. I'm back at my blueberry spot and now I'm collecting my breakfast. Heute will ich aber auf jeden Fall das Thema Angeln in Angriff nehmen, denn es ist zwar erst 24 Stunden her, schätze ich so ungefähr, ja doch, muss es ja sein, von der Helligkeit. Das heißt, wir haben quasi jetzt ein von 7 Tagen geschafft. So I will look further into fishing today, and yeah, but now we have day 1 of 7 over, Und ich brauch was zwischen die Kiemen. and I need Im something wahrsten to Sinne eat. des Wortes. Ich brauche Nahrung I und nicht need hier nur so ein paar food Bärchen. and not just some berries. Das ist ja hier was für einen hohlen Zahn. Und ich weiß auch nicht, was mit dem Körper passiert, wenn man 7 Tage lang morgens, mittags, abends Blaubeeren isst. This is like nothing. Well, we have the saying hohle Zahn, which, well, an hohler Zahn is a tooth without any fillings, so just yeah, but what we mean when we say this is like it's nothing. It's like for teasing myself, and like, yeah, you get some food. Oh no, you don't. Haha. So, and now he's asking himself like, and actually I don't know what's happening to the body when you're eating blueberries for breakfast, lunch and dinner for 7 days. Also ich glaube, die Ausbeute kann sich sehen lassen. Das sind bestimmt, ich schätze mal, 200 Gramm oder so. Wenn ich das mit so einer Schale aus dem Supermarkt vergleiche. Okay, I think this is a good amount. I think that there are like 200 grams of blueberries. If I put it next to a package I can buy at the grocery store. Ich habe noch gar keine Orientierung hier, wo Norden, Süden, Osten, Westen ist. I haven't any orientation where north, east, south or west is. Aber das werden wir spätestens haben, wenn die Sonne dann aufgeht. Wir haben gerade mal Tag 2. But I will figure it out as soon as the sun rises. Und ich merke, wie mein Körper jetzt schon auf jeden Fall in so einen Slow-Modus geht. Ich habe sonst, glaube ich, einen Kalorienbedarf von 2400 oder 2800, ich weiß nichts mehr. So I already see that my body is building back and that I'm getting weaker. And I usually have, the amount of calories I need is at like 2,400. Sag mal grob 2500. 2,500? Wenn ich ja noch Sport mache. Without any sport. Ja, und If auch I'm nochmal doing richtig Radfahren sport. gehe und trainieren gehe, dann bin ich mal ganz schnell bei 4000 Kalorien, die ich zu With sport, I'm very fast at a needed amount of 4,000 calories. mir nehme. Dadurch, dass ich hier die ganze Zeit in der Bewegung bin, I'm constantly moving around here. möchte mein Körper wahrscheinlich 3000 Kalorien, 3,5. My body probably needs like 3,500 calories every day. Gestern habe ich davon aufgenommen, 2 Hände voll Heidelbeeren. But what I ate yesterday are 2 handful of blueberries. Das entspricht, keine Ahnung, sagt es mir selbst. These are probably like... Ich weiß es nicht. Vielleicht wird es euch jetzt hier eingeblendet. Von daher bin ich die letzten 4... So, and the crew was very, very nice because they say like, okay, 100 gram of these blueberries are 36 calories. So, well, for cooking, I know that 1 handful is 50 grams, so 2 handful are like 100 grams. So all he ate yesterday was 36 calories. And yeah, this is just 1%. 1% of the amount he would need to eat.
24 Stunden schon in einem extremen Kaloriendefizit. Ich bin gerade seit einer halben Stunde auf Ködersuche. Habe jetzt hier mal den Stein rausgeholt. Und normalerweise, wenn man sowas hier hochnimmt, kreucht und fleucht darunter. Okay, so to explain what's he showing, he is looking for prey, well, for catching fish, so like for worms and stuff like this, for half an hour, but as soon as he picks up a stone, it's looking like this underneath. So yeah. Da alles. Also da sind dann überall It's Würmer all. und Kellerasse und keine Ahnung was. Aber hier ist einfach nichts. So this is the way it usually is, and there Ich war hier it's unten am Wasser nothing. an 2 verschiedenen Stellen. He was already up there, and he was at the water, 2 different parts, and nothing. Ich habe jetzt schon 5, 6 Stellen so ein So bisschen aufgewühlt. In verschiedenen Höhenlagen, mal Bäume, mal Steine. he looked at 5, 6 areas in different layers, at trees, at stones, Aber bisher nichts. but nothing. Wenn ich keinen Köder und keine Würmer finde, dann kann ich mir das alles komplett sparen mit dem Angelset. When he can't find anything, he can just leave all of this behind. Like the fishing set would be like. Ich habe gerade eine Entdeckung gemacht. He made a Und zwar discovery. Diese beiden Pilze hier. These 2 mushrooms. Sieht aus wie Steinpilz, ich bin mir aber nicht sicher. Looks like edible mushroom. Looks like an edible mushroom, but he's not 100% sure because he's very, very bad with mushrooms. So I will put my picture up here so you see a little bit better. So yeah, these are both edible mushrooms, but he doesn't know yet. He doesn't know. So yeah, after the project was done, but he says like, I think it's this part. He continues with like, yeah, I'm not 100% sure, but I'm not taking them before risking something. So, yeah. Bad. Ein bisschen informiert vorher, Pfifferlinge, Steinpilze, aber die Steinpilze, die ich mir angeguckt habe, die waren immer weiß vom Stiel und hatten dann so schwarze kleine, naja, wie so Mini-Fleckchen Streifen drauf. Well, he is not 100% sure because those he saw of this category looked a little bit different, and so this is the reason. Haben die jetzt aber nicht. There were some stripes, they don't have a... Riecht aber auch nicht so wie den Steinpilz, den ich vor ein paar Tagen schon mal hatte. It doesn't smell like the mushroom he had a few days before. Ist mir persönlich ein bisschen zu heikel, sage ich euch ganz ehrlich. Weil It's too riecht nicht risky so, for him. der Stiel sieht so nicht aus. Die Pilzkenner werden jetzt wahrscheinlich mit dem Kopf schütteln und sagen, Alter, kannst du essen? Oder, nee, hoch. And he says like, okay, those who are well informed and know mushrooms probably are saying like, hey, you can eat these. Or like, oh yeah, it's good that you avoided them, so, but he Okay, doesn't care. Ich lasse es einfach. He doesn't Weil, care. wenn ich and mir he jetzt einen just Magen verderbe, doesn't habe do ich it. nichts gewonnen. Beziehungsweise sogar eine Vergiftung hole. So he says, because if I'm poisoning myself, right now I didn't win anything. So, Wir gucken uns jetzt mal diesen Baumstamm hier an. Das ist normalerweise eigentlich prädestiniert für Viehzeug. we're looking at this area, Eine and Sache this habe ich is schon, das ist hier so eine usually there are a lot of things, but yeah, one thing he has, kleine Schnecke oder sowas, mit der Das- könnte man es schon mal probieren. little snail, Wo ich nicht weiß, ob das so der optimale Köder ist. but he doesn't know if this is a perfect prey. Wo sind die Viecher alle? Where are they? Ich könnte noch mal bei so richtig morschen Stämmen gucken, ob ich Maden finde.
Sehr gut. Ansonsten, was ich euch sagen wollte, ich bin gerade ein bisschen auf Erkundungstour. Ihr seht, da unten ist noch das Wasser. Und hier hinten kommt nochmal so eine Freifläche, die will ich mir mal angucken. Vielleicht ist da die Gegebenheit irgendwie ein bisschen anders. So he is exploring a little bit further, and he hopes, well, there's a big space, and he wants to have a closer look at it. And right before he talked about exploring, he said like, oh yeah, I could go and look into some really, really old trees if I find something else. Ich war auch unten gerade in diesem Sumpfbereich, habe da alles aufgewühlt. He was also in the swampy area down there, but there was nothing as well. Nichts. Ich weiß nicht, ob es am Wetter liegt Schulz. oder ob ich irgendwas grundlegend falsch mache. He doesn't know if it's because of the weather or Wo if sind he's die just Maden? too stupid. Das gibt's doch nicht. Das ist so perfekt dafür. Say that these are, but Was haben wir hier? Ah, das allererste Mal irgendwelche komischen kleinen Ringelviecher. Die sind aber so klein. Die sind kleiner als mein Haken. okay, he says like, yeah, these are some small things, but they are so small. They are even too small for his hook. Das bringt mir nichts. Wieder eine riesige Ameise. Okay, super Heißt big das eigentlich ant. Ameise? Oh, hier haben wir eine. Ah, die ist aber ultra klein. Hier. Aber die nehme ich mit. Oh yeah, we have Das ist wie so ein one, Mehlwurm. but it's super Ah, die small. könnte gut funktionieren. Okay, Freunde. Ich suche weiter. Okay, Und wenn my das hier friends. Stunden dauert, wir ziehen I will durch. continue looking Da for mache ich this. gerade die Kamera. And if it's taking hours. So now he says like, okay, I just stopped recording and I just turned off the camera and then Aus. Da habe ich eine. Allerdings habe ich die leider irgendwie zerquetscht. I found it, but I squished it a little bit. So Aber besser als But nichts. better Das ist than eine fette nothing. Käferlarve. That's Okay, also es perfect. gibt auf jeden Fall welche, das ist schon mal gut. Also, ich werde jetzt Okay, there are some. That's good, but runtergehen, die Angeln bauen und mit diesen 3 Sachen jetzt hier schon mal rumprobieren. I will go down and build up a fishing rod and try with these little things. Vielleicht funktioniert es ja schon. Probably it's Wenn nicht, dann working. muss ich mir If not, irgendwie einen Alternativplan überlegen. Aber, I need to look for an alternative. auch wenn jetzt, also hat wirklich locker eine Stunde oder 1,5 Stunden gedauert. Aber ich habe was gefunden. Eine It just took like an hour or 1.5 hours, but at least I found something. dicke, fette Käferlarve und einen so einen kleinen Mehlwurm. Das ist die Ausbeute und diese Schnecke. That he found a bug larva and a mealworm, and and this, so let's see if he can catch something. Ausbeute und diese Schnecke. 3 Stück. Oh, and that snail. Ich bin kein Angelprofi, absolut überhaupt nicht. Ich habe letztes Jahr überhaupt erst meinen Angelschein gemacht. He's not a professional at catching fish, but at least. Bisschen was trainiert. Und jetzt gucken wir mal. Oh, he made his license just last year, and he's like just trying and figuring it out right Ob wir das auch in die Praxis umgesetzt bekommen oder ob ich jämmerlich versage. Ja, und unter so einem Ding da unten wird Fabio gerade kauernd liegen. He hopes that also the practical way is working the same as he read about it. And with this he said like, oh yeah, and this is where Fabio will lay underneath. That's where Fabio will lay underneath such a thing. Ja, und unter so einem Ding da unten wird Fabio gerade kauernd liegen. Yeah. Und sich Gedanken machen, was er sich ja eigentlich antut. Boah. And think about what he's actually doing to himself.
hey, Fritz, this is your project. You did this to him. Well, yeah, he could have had more items. And there's Fabio. Wunderschönen guten Morgen an Tag 2. And as you can see, it's not the way as Fritz thinks it is. So, yeah, he says good morning, day number 2. Was eine Nacht. Anders kann ich es nicht beschreiben. What a night. I can't describe it in another way. Ich bin tatsächlich noch zum Schlafen gekommen. Ich bin nicht erfroren. I made it to sleep and I didn't died of hypothermia. Das Feuer glüht zum Glück noch. Ich werde gleich Feuerholz suchen, obwohl es die ganze Nacht geregnet hat. Wird schwierig. My fire is still glowing, fortunately, but I will go out and look for some firewood right away. Da was Trockenes zu finden, aber ich muss das direkt am Laufen halten. Das ist meine größte Motivation. It rained the whole night, but I hope I can find something dry. To keep the fire running is my biggest motivation. Ich werde hier ein paar Sachen im Lager optimieren müssen. Hätte ich die Regenjacke nicht ausgezogen und die über die Beine gelegt, keine Ahnung, wie ich heute Nacht klargekommen wäre. If I wouldn't have taken off my jacket and had put it over my legs, I don't know how I would have made the night. Es war so kalt, It was so trotz cold, Feuer, aber das Feuer, wie gesagt, zu weit weg von even with mir the quasi. fire. But the fire was far away. Und durch diesen Far Felsen hier in der Mitte von der Höhle. Und ja, da werde ich ein bisschen optimieren. Ich kann jetzt schon sagen, wenn ich das Ganze hier durchstehen will, ohne Schlafsack und so weiter, muss meine Priorität weiterhin hier das Lager sein, das Feuer, Nahrungsaufnahme. Okay. So, well, it was not perfect because of the stone in the middle. So, but if he wants to survive that thing 7 days, he needs to make his top priority this, his shelter. So he needs to work on this and he needs to work on getting more food and yeah. Blaubeeren. Blueberries, sure. Und dann schauen, wie sich das Wetter entwickelt. Wenn es weiter regnet die ganze Zeit. And watch closely how the weather is going to be for the next days. If it continues to rain the next days. Habe ich nicht die Energie, die Zeit, mich neben dem Feuer und neben den Tageschallenges. If it will continue to rain, he won't have the energy next to keeping the fire alive, to maintain the fire and doing the daily challenges, to Fischreuse oder sonst was zu kümmern. Ich habe einfach das Problem. Yeah, to look to a way of catching fish. So he wants to build a fish trap to, have more food. Dass ich ganz andere Rohstoffe hier habe, andere Pflanzen, als ich ursprünglich dachte, um mir eine Fischreuse zu bauen. And there are completely different plants and it's completely different from what he thought it would come, so he doesn't know which material he could use to build such a fish trap. Ich finde hier keine Schnecken. Ich finde He doesn't nur find any Blaubeeren snails. He just Das ist total found krass. blueberries. Aber wie gesagt, das Wichtigste, da ich keinen Schlafsack habe, ist die Wärme hier aktuell. But the most important thing, because he doesn't have a sleeping bag, is Und das muss ich Is the weiter am fire. Laufen halten, weil sonst packe ich die Nächte auf gar keinen Fall. Also heute he needs to maintain the fire. If this doesn't work, he won't survive the nights. Nacht, keine Ahnung, wie kalt es war, aber es muss einstellig gewesen sein. Ja, deshalb.
So he says, I don't know how cold it was this night, but it had to be very, very low. And so, well, the crew put in the temperature of 7 degrees. I will take my phone and look. I just looked up. 7 degrees Celsius are about 44 degrees Fahrenheit. Also ich werde jetzt erst Feuerholz suchen, was trocken ist, um das Feuer zu entfachen. Danach öffnen wir den Brief für die Tageschallenge. Bin sehr First of all, finding some firewood, then opening the envelope for the daily challenge. gespannt. Ja, He's also, curious. let's go. So, Socken habe ich extra ausgezogen, weil die sollen schön trocken bleiben. Rein in die nassen Schuhe. Yeah, he put off his socks because they shall be or stay dry. And now he's getting with his feet into the wet shoes. Ja, diese ständige Nässe ist auf jeden Fall krass. The constantly wet die natürlich is crazy. Extrem auskühlt. Aber ich bin nach wie vor motiviert und ja, möchte das hier weiterhin durchziehen. Auch wenn es heute Nacht echt grenzwertig war und ich ja gezweifelt habe, ob das Ganze nicht sogar gefährlich wird. So, with the cold, with the wet, it's getting really, really cold. And this night, he was thinking that, it's getting dangerous. So that the whole thing is without a sleeping bag is pretty dangerous for him. So this is what he thought about the last night. Heute Nacht, also und Sie überlegen, ich habe hier auf dem Felsen teilweise gelegen, weil es so kalt war, bin da drauf eingeschlafen, damit ich hier die Hände dran machen kann und mich irgendwie wärmen kann. So he slept on that stone just to put his hand up there, so to keep them warm and yeah. Ja. Well, he's clearing the forest of all the old and dead trees. Very kind of him, isn't it? Yeah, great. Into the camera. Yep. Fire's burning. Schon auf jeden Fall sehr nice hier. It's very nice here. So, jetzt geht's zurück zum Lager. Da Ja. öffne ich dann den Brief mit der Tageschallenge. Now I'm going back to the shelter and then I will open the envelope with a challenge. Oh je, ist irgendein technisches Gerät drin. Oh je, ach du je. Maßband und Stoppuhr. Oh je, oh je, oh je. 7vswild. Jetzt mit Kurzwahltaste 1 alles okay senden, habe ich getan. Okay, yeah. He is reminded that he has to push the button of this GPS tracker. And he says back, oh, I already did that. Es werde Licht. Die Nacht ist dunkel und voller Schrecken. It's getting bright. The night is dark and full of Schrecken. Scary things. Eine Fackel aus natürlichen Materialien. Die Fackel. No, he is supposed to build a
he is supposed to build a torch with natural materials. Darf maximal 50 cm lang sein und der Umfang an der breitesten Stelle nicht mehr als 40 cm. So it's not allowed to be longer than 50 centimeters, and at their biggest part it's not supposed to be more than 40. So like I get this one. Yeah, up to there. So these are 50 centimeters. So it's long. Whoa, like this. Here we go. Okay, and at the biggest part, okay, I can't put this, but this is the outer. You know that this has to be the outer one because I made a mistake. Betragen. Zum Ausmessen wird das beiliegende Maßband verwendet. Filme die Maße mit For measuring, just take the tape you got and deiner film. Kamera ab. Film the whole measurements with your camera. Bis zum Sonnenuntergang kannst du bauen und testen. Sobald die Until sunset, you can build and try your torch. Sonne untergegangen ist, darfst du die Fackel oder auch mehrere nacheinander entzünden. Sollte die If the sun has set, you are allowed to light your torch or your torches if you build more. And Flamme erlöschen, so ist dieser Versuch vorbei, die measure the time it's burning. So when the flame goes off, the time is over. Zeit muss gestoppt werden. Der nächste Versuch muss also von vorn gezählt werden. The next trial has to start from the beginning. So Die Fackel muss eigenständig brennen, darf nach dem Starten der Stoppuhr nicht bewegt werden und okay, the torch has to light on itself, and it's not allowed to be touched after the timer started. muss vorher statisch an einem sicheren Ort platziert werden. And it has to be placed on a static, it has to be placed somewhere before it is lit. Die Fackel, die am längsten brennt, beschert dem Teilnehmer die vollen 7 Punkte. Für die So, and the torch that is lighting, is burning the longest, though this person gets the full 7 points. And then there's like a table. Like the second gets 6 points, the third gets 5 points, and I think you got it. Messung der Brenndauer liegt eine Stoppuhr bei. Okay, so they are explaining that there are different ways of challenges. So the points are put from 0 to 7, which is this thing is the issue here. So if someone doesn't do the challenge at all, he gets 0 points. The one who does best gets 7 points, and the second 6, blah blah blah. So then there are challenges where it's just you did it or you didn't do it, and which means you get 0 or you get 7 points. And then there are challenges that are like pro action, you get a point. So yeah, you will later see what this means. Ich habe hier das Ganze noch nie gemacht. Oh. Aber habe ich noch nie gemacht, aber I didn't do this before.
Ich meine, ich habe hier das Ganze noch nie gemacht. But I didn't do the whole project ever before. Ja. Also ich habe jetzt kurz überlegt. Well, Die soll ja möglichst lange brennen, aber halt wie eine Fackel, also eine Fackel sein, jetzt nicht einfach glühen. well, yeah, I thought about it, and it's supposed to burn the longest, but it has to be a torch, so Ich werde hier das Zeug, I will take that Moos oder was auch stuff, immer das ist, moss or whatever it is. das hier pflücken, sammeln. For this, I am not 100% sure, but my mom has a friend in Norway, and I think he gave us that stuff for when we have a cold. So I think that this is the stuff. It's tasting disgusting as a tea, but it works awesome. I mean, you can do the same stuff with stinging nettles. But this is what they are using in the northern area. So I'm pretty sure that this is the stuff he gave us. Well, it's like 20 years plus, 25 years since I have seen this stuff, but I'm almost sure that this is this super disgusting stuff that gets you out of a cold very fast. Und dann Harz suchen und das dann zu einer Pampe machen und dann ja irgendwie an. So he will. So he wants to mix this with some natural resin, and he hopes that this will make a very good torch. An Holz befestigen. And Ja, then just das mach ich put it jetzt mal. on Es ist put it on a stick, on wood. so krass, wie anders Schweden ist. It's so crazy how different Sweden is. All das, was ich irgendwie dachte, ey, du kannst das und jenes machen in Sachen Nahrung, in Sachen ja, Everything he thought he could do for food, for shelter, for whatever is not possible in Sweden. was bauen wie eine Fischreuse oder so. And Die sind building the einfach fish komplett trap. andere Materialien. Das ist so krass. Ich werde And now heute he wahrscheinlich has auch mal some complete different materials. But today he will weiter ins Landesinnere gehen. go und and da explore a little schauen, bit ob- more in this Ja, direction. ich da irgendwie andere Rohstoffe finde. And he will look if he can find some different materials. Ja, aber jetzt erstmal hier das sammeln und ja. But now he will collect more of these and then go on. Wow. Ich habe jetzt hier diese umgefallene Birke gefunden und ich versuche mir da jetzt mal ein Stück Baumrinde rauszuschneiden und daraus ein Gefäß zu machen, dass ich mal. So he found this bark and now he will take he wants to cut the bark and wants to try to do a container for himself. Mal besser trinken kann und auch was mit ins Lager holen kann. So that it's a little bit easier to drink something and that he can actually bring something into his shelter. Habe ich noch nie gemacht, hier sowas. Ich habe das nur mal auf Bildern gesehen. He didn't do this himself before. He just saw it on pictures Probiere ich jetzt aus. and he will try it now. Ich hoffe, dass das klappt. Ich habe keine Ahnung.
He hopes that this is working. Potenzielles Brennholz. Potential firewood. Yes. Ah nein, der ist nicht zerbrochen. Ich dachte, der wäre zerbrochen. Yes. Oh no, it's not broken. I thought it would have been broken. Das ist wieder schönes, trockenes Holz. This is nice dry wood. Es könnte funktionieren. It could Ich brauche work. jetzt noch irgendwas zum Klemmen. I just need something to clamp. Ja, geil. Yeah, great. Ist auch geil für die Beeren zu sammeln. Weil ich esse dauernd immer nur so handvoll. Aber jetzt kann ich das einfach mal voll machen. Und dann ordentlich was in den Magen hauen. This is so great to collect berries because I just always eat just a handful. But now I can just fill this thing up and then just, yeah, continuously eat. Schön ist es nicht, aber ich bin gerade voll stolz, weil ich das noch It's not beautiful, but I'm so proud I did it. So nie gemacht habe und because ja, I es haven't done funktioniert this because I haven't done this before. erfüllt seinen Zweck. Zumindest It's for his it's it will it has a purpose. ist So. das Beeren sammeln. Wasser müssen wir noch gucken. Was ich sagen At least for collecting berries, if it's good enough for water, we will figure that or find this. muss, also ich bin nach wie vor motiviert, alles klar. Aber ich glaube, ich rede, fällt mir auf, sehr emotionslos. I'm still super motivated, but I think I'm talking like very emotionless. Das liegt daran, dass ich mich halt nicht mega fit fühle. Ne? Also This is because I'm not feeling super fit. ich habe immer noch Bock. Also was ist immer noch Bock? Ich habe Bock und bin am Start und mach und tu. Aber I'm still motivated and I'm just still doing my stuff. But Kaloriendefizit von gestern merke ich auf jeden Fall. my Ich renne halt calorie den ganzen Tag deficit. hier rum, ne? Also I still, yeah. I already feel the calorie deficit of yesterday and I'm running around like crazy. ja, ich mache das jetzt mal mit dem Wasser unten. Danach sammeln wir hier noch die Beeren, nachdem ich das zum Trinken ausprobiert habe. I will go down and try it for drinking and after that I will collect some berries with this. Und ich würde sagen, ich hole diese Stoppuhr mit und guck mal, wie lange ich brauche, bis die Schale voll mit Beeren ist. Well, and I will take the timer with me because I want to know how long it takes to fill up this container with blueberries. Nicht ganz witzig, weil ich würde das so interessieren, wie lange, also mir kommt das nämlich unglaublich krass viel Arbeit vor, diese Beeren zu pflücken irgendwie. Aber es kann auch sein, weil ich das immer nur so sporadisch mache und nicht am Stück. Because I think that this is a lot of work to collect all these blueberries, but it's could also be because I'm just taking a few and then, yeah. Ja, wenn ich das hier esse, das wäre schon mal ganz nice, wenn das komplett voll ist. If I eat this amount, this would be very, very nice. Guten Morgen. Tag 2. Ich habe mich gerade ein bisschen beruhigt.
Ich habe nachts extra nicht gefilmt, weil ich einfach Knülle war und ich habe auch So, good morning, guys. I just calmed down. I haven't recorded anything that night because nur rumgeschrien und es war I was just screaming and yelling around the whole night, and this was ich habe sehr viel geflucht, sehr oft geflucht, weil ständig mein Bett kaputt gegangen ist. Ihr seht es auch gleich, wenn ich aufstehe, das Bett ist komplett hinüber, weil diese because I cursed a lot. This bed is just my bed broke down, and when I'm getting up, you will see that this bed is just not working. diese Lattenrost, sag ich mal, diese ganzen Stöcker, die haben sich ständig verschoben und sind runtergerutscht. Dann sind die auch vor allem nach vorne gerutscht, weil die sind ja rund. Und die lag ständig auf dem Boden. Es war nicht angenehm. Oh nein, mein Pilz. Well, the sticks were moving around, and so he laid at the floor for some time, and now he saw his mushroom. He just collected when he arrived there. Mein Pilz sieht nicht mehr so aus, wie er mal aussah. Ich wollte ihn eigentlich gestern noch machen, aber jetzt ist es mittlerweile Oh no, my mushroom is not looking like the way he was looking, but he wanted to do it, schon richtig schwammig und weich geworden. but it's Ich habe es ja feeling gestern very soft bekommen, den irgendwie zuzubereiten. Also der Pilz ist because he just didn't manage to make it, to prepare it. mittlerweile nicht mehr so genießbar. Muss ich einen anderen suchen, egal. So it's not eatable anymore, but yeah. Ich werde jetzt erstmal gleich meine Challenge aufmachen, weil es gibt ja jeden Tag eine Challenge. Aber meine Challenge heute wird vor allem sein, das Bett irgendwie anders zu machen, weil es war so hart und ich habe nicht viel geschlafen. Ich habe dann So he will open the envelope with a challenge, but his primary challenge will be, or his prioritized challenge will be his bed because he didn't sleep that much because it was so hard and gegen, ich weiß nicht, wie spät es war, mitten in der Nacht, keine Ahnung, habe ich angefangen, meine nasse Jacke zu nehmen. Meine nasse Jacke he didn't sleep a lot, and somewhere in the night he just took his super wet jacket als Kopfkissen zu benutzen. Meine Füße sind immer noch komplett nass. and used it as a pillow. His feet are still super wet. Also meine Hose ist relativ trocken geworden, aber meine Füße unten komplett nass, weil das Wasser natürlich irgendwo durch den Schlafsack durchgedrückt hat. So his pants got a little bit dry, but his feet are super wet because it all went up there, and Ich versuche den Schlafsack zu trocknen irgendwo auf dem Felsen vorne, weil es gerade nicht regnet, aber es sieht nicht gut aus. Es könnte auch gleich wieder anfangen zu regnen, deswegen, ich muss das hinmachen, Challenge aufmachen und gucken, was so ansteht. Und dann vor allem versuchen, mein Shelter auszubauen und vor allem das Bett bequemer zu machen. Auch wenn ich den nasses Moos drauflege, ist egal. he wants to try to find a spot where he can put up his sleeping bag to dry it because it's not raining at the moment, but he says it doesn't look very good, so it's very possible that it's going to start raining once again. But yeah, his shelter is Das ist so hart. Ich habe überall Druckstellen am Körper. Meine Hüfte tut weh, alles tut weh. so well, he needs to do something and makes it a little bit softer because everything hurts. Das ist so keine Lösung. This is not a solution. Ja, ich muss pinkeln und And he needs erstmal to irgendwie pee aufstehen. Oh Gott. and get up. Katastrophe. Tag 2 Challenge. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was es für Challenges sein werden. Ich hoffe, es hat nichts mit Wasser zu tun. Wenn ich jetzt Wasser möchte nicht. Day 2, and he can't imagine what kind of challenges this could be, but he doesn't want to go into the water. Naja, gut, Fackelbaum. Ach du Scheiße. Also ich weiß, dass Okay, building a torch. Tierfett brennt. He knows that animal fat burns, Das heißt, ich muss mir ein Tier organisieren. Und so he has to organize an animal das Tier entzünden. and light up this animal. Sorry for laughing, but
This is cruel. Also hier auf jeden Fall auf Harz, aber die Frage ist, wo ist hier Harz? Well, he says, and the other one is resin. But where is resin? Ich habe hier noch kein Harz gefunden. Ich müsste mal ein bisschen die Kiefern abklappern, gucken, wo irgendwie Harz sehe, was irgendwie aus so einem Astloch austritt. He hasn't found something yet, but he will go and look at the different trees. I mean, he found these, so it shouldn't be too far away. And I mean, you haven't found resin yet? Was ich abschneiden kann. Weil Harz ist super. Harz brennt. Also sollte zumindest. Because resin is perfect, resin burns. Kommt mal ein bisschen Zeit. Es ist jetzt, keine Ahnung wie spät, es ist hell. Ich schätze mal, es ist noch vor 12 Uhr, weil so lange habe ich nicht geschlafen. Ich bin dann irgendwann nachts, wo es dann, weiß ich nicht, immer noch dunkel war, so langsam eingeschlafen. Aber war immer wieder wach und habe immer wieder geflucht. Ich habe die Szene extra ausgelassen. Ich werde aber nächste Nacht meine Taschenlampe irgendwo hier platzieren, dass ich dann auch nachts mal ein bisschen filmen kann. So, well, doesn't know how late it is, but he thinks it's not that late because he didn't sleep that much. Well, he fell asleep when it was still dark, but he woke up every now and then. And but the next night he wants to place his torch so he can record what he is doing. Wenn ich wieder fluchen sollte. In case Aber ich he's wollte euch auch cursing ein bisschen once again. ersparen. Also das war But he didn't want us to be listening to all of this. nicht schön gewesen. It wasn't Da nice. waren viele Kraftausdrücke dabei. There were many, many bad words. Ah, meine Füße leben noch. Aber die sind ganz schön weiß. Ah, his feet are still alive, but they are pretty white. Hup. Ach Gott. Gut, dann geht's heute erstmal barfuß weiter, würde ich sagen. Für die nächsten Stunden zumindest. Okay, so he will continue going bare feet at least for the next hours. Oh. Mal die Hose ein bisschen umkrempeln, dass sie nicht unnötig dreckig wird. And he puts his pants a little bit up so it's not getting unnecessary dirty. Ja, ich zeige euch jetzt mal kurz mal mein Bett hier. Das war eine Katastrophe gewesen. Also, He shows his bed, which was an absolute catastrophe. ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwelche blauen Spuren an den Hüften, an den Hüftgelenken habe, aber mir tut alles weh. He doesn't know if he has any bruises, so blue parts, but Ich bin froh, dass ich gerade mal stehen kann. Ich bin froh, dass ich mir mal lang machen kann, he is happy that he still can stand. weil lang machen war auch schwer. Und der Schlafsack hat auch ein bisschen gelitten. Guck mal. So his Der ist komplett sleeping nass bag unten. had issues. Und auch vor allem hier It's unten completely in dem wet. Fußbereich war Everything's wet, and in the feet area, everything's super wirklich, da war wet. eine Pfütze drin. Es war richtig, du bist mit den There was a puddle in this area, so Füßen rein und es war richtig nass. Ich habe auch gefroren nachts. Besonders wenn ich mich auf den Rücken gelegt habe, habe ich gefroren. he was freezing at night, especially when he was laying on his back. Das war auch nicht so schön. And this Ich werde jetzt wasn't mal zusehen, very dass ich nice as den well. Schlafsack irgendwie ein bisschen trocken kriege. Meine Jacke ist sowieso komplett nass. Ne? Also die war ja His jacket is completely wet, and he tries to get his sleeping bag dry once again. gestern schon richtig nass. Everything was wet Das ist mein Bett. yesterday, so yeah. Ist übrigens auch ein Stock ist gebrochen nachts. So this is his bed, and one of the sticks also broke into half. Und das Problem ist, dass es auch eine kleines Gefälle hat. Die sind immer runtergerutscht. Ich hatte immer übelst die großen Lücken gehabt. So it's not completely even, but it has like a slight go. So these sticks were rolling down, Aber ich habe hier einen super Stein. but there's a Auf pretty dem nice platziere ich jetzt meine stone ganzen Sachen und werde die jetzt mal trocknen. where he will put up all his stuff to dry them. Das Schlimmste ist gerade wirklich, dass meine Regenjacke auch komplett nass ist, auch innen. Also mir ist es wirklich kalt. Ich habe bloß ein T-Shirt an. Ich habe kein So, and the worst thing is that also his rain jacket is like super, super wet, and now he's like cold, really cold, because all he wears is a t-shirt. Pullover, bloß die Jacke hier. Und wenn die nass ist, kann ich die nicht mehr anziehen. He doesn't have a pullover, it's just the jacket, and when this one is wet, he can't wear it. Ich hoffe, die trocknet jetzt einigermaßen. Zumindest von innen, dass ich die irgendwie anziehen kann. Guckt euch das an. Das ist alles komplett nass, durchgedrückt. Also Look at this, it's completely wet. He just hopes that hoffe it's und- drying at least from the inside so he can wear it very soon. bete zu Odin, dass das wenigstens noch ein bisschen trocken bleibt.
He prays to Odin that it will stay dry a little bit longer. Und in der Zeit putze ich erstmal Zähne. And he now will brush his teeth. Das Holz brennt nicht, das ist einfach zu nass, das geht nicht. The wood is too wet and the fire is not burning. Es war ein großer Fehler, gestern das Feuer ausgehen zu lassen, aber ich hätte es eh nicht anlassen können wegen dem ganzen Regen. Es wäre irgendwann aus. It was a big mistake to let the fire go out yesterday, but he couldn't maintain it anyway, so it was just raining all day. Gegangen, spätestens in der Nacht oder so. Aber trotzdem, das ist schon gerade echt ein bisschen frustrierend so zu sehen, dass einfach das Feuer nicht zündet. It's super, super frustrating that the fire is not not burning. Also ich weiß nicht, wo ich jetzt die trockenes Holz herkriege. Hier liegt halt nichts rum. He doesn't know where she'll get some dry wood from, because there's nothing laying around. Ich glaube, ich habe eine Lösung gefunden für mein Problem mit dem Wasser. Ich werde jetzt einfach ganz viele Birkenrinde organisieren und die dann hier von innen reinklemmen. Das heißt, He found a solution for the more rain. He will take a lot of this bark and just put it in there, and yeah. wenn das Wasser dann oben durchdrückt und hier raufkommt, fließt es nach hinten einfach ab. Aber ihr seht schon, ich brauche richtig viel Birkenrinde, richtig, richtig viel. But yeah, he will need a lot of bark. Je größer, desto besser. The bigger, Zumindest the genau better. über meinem Platz. Es kann ja links und rechts von mir runtertropfen, aber über meinem At least above him, it can drip down on the left and on the right, but at least that it's dry above him. Schlafplatz will ich bitte trocken bleiben, das wäre schon richtig gut. Auch wenn es jetzt nicht hundertprozentig ist, ist es immer noch besser als letzte Nacht, weil It would be nice if he would stay dry the night. Even if this is not a perfect solution, but it would be better than the last night, das möchte ich nicht nochmal haben. because he doesn't want to repeat this. Der Schlaf ist wichtig und ich habe letzte Nacht so gut wie gar nicht geschlafen. Sleep is important, and last night he almost didn't sleep. Good morning, day number 2. Ich habe gerade die Kameras getauscht, habe gerade mein Notsignal fürs Chippy. Ach, Notsignal. Oh. Wir müssen He changed the cameras and he just took, emergency signal. Oh no, hier einmal am Tag quasi was losschicken, eine Nachricht, damit die wissen, okay, wir leben noch. So he's just explaining, yeah, we have to send a message once a day so that they know that we are still alive. And no. Ein Standpunkt und da ist so eine Vorlage drin, also ich drücke einfach nur zweimal auf den Knopf und dann ist gut. So, habe ich erledigt. Das kam, ist raus. Frühstück. Ey, wer hätte gedacht, heute gibt's Heidelbeeren zum Frühstück. Und dann mache ich die Challenge. So yeah, breakfast. Oh, who would have guessed? There are blueberries for breakfast. Auf. Ja, naja, dann. And then he will open the envelope with the challenge. Heute werde ich auch versuchen, ein bisschen außenstehende Kameras noch aufzustellen. Das habe ich gestern nicht mehr gemacht, weil Zeitdruck. Es regnet gerade nicht. Ich werde mich jetzt ein bisschen beeilen, weil ich versuche, das Feuer anzuschmeißen. Und ich will mein Bett noch mal ein bisschen aufpolstern und Angel bauen, Fisch fangen. So he wants to put up some more cameras, and as it's not raining right now, he wants to make his bed, put more moss on there so to get it softer once again. Then he wants to get the fire starting, I think, was the first thing. Then the bed, and then he wants to go and get a fishing rod and catch some fish. Los geht's. Let's get started. Es werde Licht! Ja, naja, gut. Also ich sag's mal so, sollte ich heute wieder im Regen sitzen, kannst du deine Fackel sonst wohin schieben? Mein Ziel... Well, if I'm going to sit in the rain tonight,
your torch. You can put your torch wherever you want to. Ist hier nicht die vollen Punkte abzuräumen, sondern ich will hier 7 Tage durchhalten. Wenn ich My goal is not to make the biggest points, but to survive this challenge or to survive this thing. das schaffe, habe ich schon mehr geschafft, als ich mir überhaupt vorstellen konnte. If I make this 7 days, I already made more than I could imagine. Deshalb sind so diese Challenges eher so was für so einen Fritz oder so, die einfach Langeweile haben, die nicht wissen, So these challenges are more for a person like Fritz, who is bored was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen. and don't know what they are supposed to do with their time. So, Tag 2 Challenge. Vielen lieben Dank für diese tolle kreative Idee. Thanks for the super creative idea. Mir ist kalt. Da steht da, ich hab Hunger. Ich würde gerne was essen. I'm cold. I'm hungry. I would love to eat something. Ich hätte gerne Gesellschaft. I would like to have someone run. Aber das hier, jetzt hier der Fackelbau, But this, building a torch, way. Gut, ich hab andere Sorgen. I'm worrying about different things. Wetter, das sieht immer, ich glaube, es geht schon wieder los mit Nieselregen oder so. Okay, with the weather, it's already starting with some small rain, like, yeah. Feuer brennt noch, aber ich wollte meine Angeln mal zusammenbauen. Das hier, das ist eine lange und eine kurze. Fire is still burning, but he wanted to, build up his fishing rods. So this is a long and a short one. Holz hat gestern schon organisiert. He collected the wood already the day before, Und ich and werde jetzt mal versuchen. now he's going to try. Ich bin schon gerade wieder am Strand unterwegs gewesen und Hola. Ich werde die mal als He has already been at the beach, the beach once again, and he found some fish. Köder probieren. Hier drüben ist so eine Stelle, die muss ich euch mal zeigen. Da werde ich jetzt einfach reinhängen. Weil ich weiß, Barsche sind absolut verfressen. He found a spot and he will just throw them in there, and he knows that bars are absolutely, verfressen. They are loving food, so. Und sobald da ein bisschen Fleisch dran hängt, bap, seht ihr And as soon as something is hanging in there, bop. am Start. Weil das They are fressen auch there. sonst normalerweise die Barsche. Und entweder wurden sie durch den harten Wellengang an Land gespült oder weil der Jäger hinter ihnen her war und die halt keinen anderen Weg mehr wussten. So, and he says they are probably they are at the beach because of the waves, or because they were prey, and so they jumped onto the beach. So, und hier ist eine Stelle, so von Seerosen her und von Gras her. Und es ist sehr, sehr schwarz. Also es sieht aus, als wenn es sehr, sehr tief ist schon. So, because of these, sea roses, do you call them the same way? And as it's super, super dark, he thinks that this is also very, very deep. So, Oder ist einfach nur dreckig? or it's Da just kommt dirty. Frischwasser rein. Ich werde mal versuchen, hier meine Angel auszuwerfen. There's coming some fresh water in, but he will try and put his rod in there. Ich werde mal gucken, was passiert. And Ich kann look what is happening. hier aber nicht lang gehen, zurück, weil hier alles sumpfig nass ist. But he can't go back there because everything is swampy wet. Das heißt, wenn ich darüber will, weil da sieht es auch geil aus, müsste ich quasi einen riesen Umweg laufen. Egal. Well, if he wants to go on to the other side because it's also looking very, very nice there, he has to go a long way around. Wie? Ich hole jetzt die Angel, pack die beide hier rein, die kleinen, den großen. Weiß ich nicht, was ich damit mache. Und dann schauen wir mal, was passiert.
I hope this is not So, getting ich habe meine any Köderstrategie problems. nochmal geändert. Okay, he changed his strategy. Hier hängt jetzt quasi ein Wurm dran. Ich habe so eine kleine There's a Würmer worm. gefunden. He found a little Die waren in worm. meinem Bett. Sah aus wie Regenwurm. Und ich lasse jetzt And it was next to his bed. So, yeah. einfach hier hängen, weil ich glaube, es ist so schwierig zu sagen, ob hier überhaupt Fische drin sind. Also gesehen habe ich keine Bläschen oder irgendwas. He says it's super difficult to say if there are at least any fish because he hasn't seen any bubbles. Und Tag 2 und ich merke halt echt schon, wie so langsam mein Hirn matsch wird. And day 2 and he recognizes how his brain gets like super smashed. Ich glaube, wir werden mal ein paar Blaubeeren pflücken gehen und ein paar Blaubeeren reinsnacken. And now he will just collect some blueberries and have a nice snack. Ja, wunderschönen guten Morgen. Erste Nacht überstanden. Es hat irgendwie die ganze Zeit geregnet, beziehungsweise jetzt ist ein übelster Wind draußen. Keine Ahnung seit wann. It has rained all night and now it's pretty windy and yeah, he says like, okay, I survived night number 1. So this was the very first, he said. Ich würde aus dem Bauch raus sagen, so seit 2-3 Stunden vielleicht, keine Ahnung. Fazit zur ersten Nacht ansonsten. Mein Setup hat gut durchgehalten und also das, was ich mir halt ausgedacht habe. Ich liege ja so teilweise in der Hängematte, teilweise auf dem Boden. Hat mega gut funktioniert, aber noch. So he is like super happy about his setup. He is hanging in the hammock and partially laying on the ground, and this is absolutely great. Ein wichtiger Punkt. Und zwar gestern hat es ja wie gesagt geregnet. Und ich hatte jetzt teilweise Klamotten, habe gestern Abend deswegen kein Feuer mehr angemacht. Und bin dann quasi mit nassen Klamotten ins Bett gegangen. So, and yes, he didn't start a fire, so he went actually into bed with wet clothes. Und jetzt schaut mal her. And now Es ist quasi alles trocken. Also durch die eigene Körperwärme im Prinzip everything is dry through his own body temperature. ist sowohl der Rest vom Schlafsack wie auch meiner Hose einfach wieder schön trocken. Gestern Abend habe ich noch ein bisschen gefroren. His sleeping bag is dry, his clothes are dry. He started freezing a little bit at the beginning, but Tatsächlich durch die kalten Sachen. through this Und cold, über wet die Nacht things. im 7vswild habe ich ja hier alles wieder schön trocken geworden. Mega geil. Das Einzige, was noch nass ist, ist tatsächlich mein T-Shirt. Also ich habe jetzt hier unter meiner wärmenden Schicht quasi nichts drunter. So the only thing is his t-shirt, and underneath this layer, he doesn't wear anything else. Ja. Hat super geklappt. So, also ihr seht, wie gesagt, die Hängematte ist hier. Unten drunter habe ich gestern ja mit Moos und Zweigen ausgedeckt. Und ihr seht ja, wie flach das dort gedrückt ist. So yeah, yesterday he took some twigs and moss, and now you can see how flat this whole thing is. Das habe ich, da liege ich quasi zu großen Teilen drauf. Ja, man sieht ja richtig die Spuren. Ja, die Axt liegt zur Sicherheit da. So this is where he lays, and the axe is there just for safety reasons. Man weiß ja nie, was so kommt. You never somit know war what's coming. Der klassische Windshield-Effekt fast gar nicht zu merken. Und ich hatte anfangs And it's a perfect windshield, so you don't recognize anything. nur durch die kalten Klamotten kalte Füße. Das hat And just because of the wet clothes, he had cold feet, but this changed sich dann aber gelegt, als das dann irgendwann trocken wurde. when all those Also die Nacht war echt gut, dry. muss ich sagen. So his night was perfect. So, Tag 2. Day 2. Ja, das ist Paracord extra abgemacht, was hier dran ist. So he recognized that they took away the paracord that's around them, Damit wir nicht auf die Idee kommen, dies für irgendwas anderes zu verwenden. so that they are not taking it for something else.
Ja, Hunde. Okay. Okay, gut. Ich habe schon eine Idee. He has an Ich habe idea. schon eine Idee. Es wird wahrscheinlich für die nächsten Tage so meine Ernährungsgrundlage sein. This will be his food for the next Immer mal days. wieder so eine Somehow we hear this from all the candidates, right? Handvoll. Handful of blueberries. Das müssten Preiselbeeren sein, And there are aber some die sind mir other. so zu sauer. There's also the cranberries, but he says they are way too sour, and Und außerdem habe ich keinen Käse hier. besides he doesn't have any cheese there. So you remember from the presentation of the candidates, he's the chef. He is the guy who loves to cook, and just so. And here you see it. I don't have any cheese with me. This is why I can't eat cranberries. Also bleiben die dran. And So, this ich habe is jetzt einen so they stay on großen the Ast schon gefunden. Und da habe ich mir jetzt schon mal, den habe ich jetzt quasi dieses ganze kleine Knäckeholz entfernt. Und habe mit dem Maßband 1 hier abgesteckt. Ne? 50 cm, die Ecke muss da weg. Und bin dann quasi zum Abmessen immer dann hier eine Position gesetzt. Und jetzt ist quasi hier der nächste dran. So he found this branch, and now he's making sticks of these 50 centimeters length. So, ich habe jetzt ein bisschen Material schon gesammelt. Also natürlich nicht das hier, sondern entsprechend auf meinen Haufen, die ich ja schon angelegt hatte. So he collected already some stuff. So Was ich jetzt machen werde, ist mal 2 kleine Testfackeln. he will now make 2 trial torches. Meine Idee ist jetzt quasi in etwas dickeren Ständen nachher. Also wie gesagt, das sind jetzt nur die kleinen zum Testen. Das Ganze dann mit His idea is to have like a bigger branch. These are just the small ones for testing purpose. dem Zweigwerk aufzufüllen. Darin dann immer wieder Birkenrinde auch mit zu verbauen. Gerade im Außenbereich dann auch fürs Anzünden. Und das Ganze habe ich mir überlegt, da will ich jetzt mal probieren, mit diesem Strauchwerk von den Heidelbeeren und so, damit dann quasi das zu verknoten, dass es auch fest ist. Wie da hinten einfach strahlend blauer Himmel ist. How there's just how up there is just like super nice blue sky. Und über uns hängt hier so eine richtige Matschewolke fest. And above him there's just like this really, really bad muddy cloud. Naja, vielleicht sehen wir ja die nächsten Tage irgendwann nochmal wieder einen Sonnenstrahl. Probably will see a nice little sunshine. So. Wie viel Schnur nehme ich? So ein Stück im Wasser. Komm, ich nehme 2. How much do I take? I mean, this is what's in the water. Okay, I'm taking 2. Armspannweiten. Okay, 2 times like this whole arm length. Jetzt müssen wir das hier oben festbinden. Now we have to put it there. Okay. Okay. So, und jetzt muss ich aber noch einen Schwimmer dazwischen packen.
And now I Habe ich need mir a ein paar swimmer. rausgesucht. Ich glaube, so ein kleiner reicht hier. Irgendwie vielleicht hier so dazwischen, dann kann das nicht so abfluppen. Probably, so I took this, a small one is enough, and just put it in between here so it can't go away. Ich glaube, ich werde ihn... ja, ich mache noch die Rinne ab, dann sehe ich ihn, glaube ich, besser. Ja. I will get the bark off so I can see it a little bit better. So, Kamera ist aus, jetzt passt es. Ich habe ihn zweimal fixiert. Keine Ahnung, ob man das so macht. Wir probieren es einfach aus. So, die liegt jetzt draußen. Ich werde noch 2 weitere bauen, weil erhöht einfach ein bisschen die Wahrscheinlichkeit. So this one is out. I will build 2 others. This is just increasing my chances. An den einen baue ich die Made, an den anderen diese komische kleine Schnecke. Mit nochmal dem kleinen 14er und dem With the 2 Achterhaken. things you Hier found. einfach im Halbkreis auslegen und dann gucken, ob was passiert. Drückt mir die Daumen, Freunde. This is Fritz. Wichtig ist, wenn ihr pinkelt, guckt die Farbe eures Urinstrahls an. It's important that when you pee, you have to look at the pee color. Der war jetzt so mittel, ne? That was so in the middle. Also wenn er komplett durchsichtig ist, habt ihr halt ultra viel getrunken. If it's like completely clear, you drink a lot. Wenn er extrem gelblich ist, ist das nicht so gut. When it's completely yellow, it's not that good. Hey Fritz, I'm a woman. What am I going to do? Also, ich bin auf jeden Fall nicht dehydriert. Okay, I'm not dehydrated. Also ich weiß nicht, wo ich gerade lang bin, aber ich gucke hier links an meine Jacke und irgendwie habe ich hier eine kleine Raupe mitgenommen. I don't know where I ran around, but somehow I have this. I mean, it looks like a Pokemon, doesn't it? Alter, die ist ja übelst krass. Hoho, was ist das für ein Vieh? Vor allem hier hinten ist richtig krass. Moment, jetzt hier seht ihr das. Ein Stachel dran. Stachel, Thorn. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo ich die mitgenommen habe. Ein geiles Geschöpf dieser wunderschönen Natur. Geh doch hier richtig drauf, ey. So, jetzt. Da kannst du jetzt schön weiterspielen. Ich muss angeln. Trinken habe ich, Feuerholz habe ich. Now you can go and play here because I need to do something. Da habe ich. Feuerholz muss ich noch vorbereiten. Aber ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, überhaupt mal in die Challenge zu gucken, was mich heute erwartet. So I have done everything, so now it's time to look into the challenge, what I am expecting for today. Es werde Licht, die Nacht ist dunkel und voller Schrecken. Was geht denn hier ab, Alter? Also, dessen Fackel am längsten brennt, der kriegt 7 Punkte und wahrscheinlich umso weniger sie brennt, wird das dann abgestuft. Das heißt, bei dem, wo sie gar nicht brennt, am kürzesten, der bekommt wahrscheinlich was? 1 Punkt? Ja, 1 Punkt. Gut. Okay, also. So you said the one who has the shortest burning time of his torch gets 1 point. Well, he doesn't know that already 2 are out, so with the shortest time, the person would actually get 3 points. Ich habe zwei Sachen kommen in den Kopf. Einmal eine Art Schwedenfeuer. Allerdings wird das scheiße, weil ich keine Säge habe. Aber ich kann das Ganze aufspalten. So there are 2 things coming into his mind. One thing is a Schwedenfeuer. A Schwedenfeuer is... you will see. Well, he said that this is bad because he doesn't have a saw to do this. Well, a Schwedenfeuer, you usually make like some...
yeah, some path in a crossway into your stem, and then you put things in there, and it's just burning from the inside out. So this is what a Schwedenfeuer does. Dann kann ich das irgendwo in den Boden rammen, ausmessen, mittendrin mit Birkenrinnen entzünden. Ja, das ist es. So then, but he can, like, he wants now with his kukri to make a stem into 4 pieces, put it into the soil, put some birk bark in there and stuff like this, and then start it. And he's like, yeah, that's what I'm gonna do. Das muss es sein. Yep, that's what I'm gonna do. Yeah, Das muss es sein. Wir machen ein Schwedenfeuer, this is what it has to be. aufgespalten, dass wir 4 Blöcke haben. Das ramme ich irgendwo in den Boden oder stelle das hin mit Stein fixiert und dann kommt da überall Birkenrinde rein wie Sau. So he's taking this 4 parts, putting in the soil, putting some stones around it, putting his bark in there, and yeah, he just repeated all of this. Okay. The way, I like. it. Let's go. Okay. There's moving something. Hurry. Oh. Bleib hier. Oh, he already had it. Did you see it? Violence! Okay. Alter. Jebe Hörbe Dagmar, sag du. Krass, ey. I think that was Swedish, and it was like, we need more worms, but I'm not 100% on this. Es sind die scheiß Regenwürmer. Yeah, okay, these are the stupid rainworms. Ein Flussbarsch. Oh Mann. A bass. A river bass, or I don't know. Nicht der größte, Not the biggest one, aber but ich hab einen Fisch gefangen. So, he caught a fish. ich habe gesagt, wenn ich einen Fisch fange, scheiß mal ja auf, wie groß der ist, muss ich rumbrüllen. He said, if he catches a fish, doesn't matter how big it is, he is going to scream. Alter, krass. Also ist die Stelle, die ich hier ausgesucht habe, wirklich nicht so dumm, wie ich dachte. Nur der So this area isn't that stupid as he thought. And yeah, Köder ist entscheidend. Also auf tote Fische it's just what he puts on the rod. So the dead fish aren't that interesting. interessieren die mal ja nicht. Ich habe hier vorne zum Beispiel jetzt einen Kopf abgeschnitten und habe den aufgespießt. Keine Ahnung, ob der interessant für die Barsche ist. Well, the one in the front, he cut off the head, and now he's looking if these are interesting. Das heißt Regenwürmer. Aber es ist ultra schwer, welche zu finden. Ich habe gerade nur durch Zufall an so einem Moosbett was gefunden. So, rainworms, but it's very, very difficult to get some, and just with a lot of luck, he found some at a moss bed, at a moss area. Gut. Regenwürmer finden, nächste rein, nächster Fisch. Rainworm in. We remember one of the intro. Yeah, I'm just talking about this because I'm afraid that this is getting the next copyright claim. I mean, the music is great, but and he got the next one. Oh. Ich hab's on cam.
Ich hab's on cam. He has it on Geil. cam. He is so happy. Nummer 2. Ich hab grad noch Number Regenwürmer 2. gefunden. He Fast found beide some gleich more rainworms. Noch 3, dann ist es schon eine Mahlzeit. Das ist krass, hier vorne. So yeah, just 3 more and it's almost a meal. Geht's ab. Und die gehen nur auf Regenwürmer. Be able to have a duck mask. Okay, yeah, so we need more rainworms, is this sentence. So, yeah, no, I'm pretty sure. Sag's euch. Krass, oder? Auf Ansage. Reinhalten, rausziehen. Krass. Like, oh, this is so awesome. I mean, it was just putting in and just directly getting it out. Yeah. Die Idee mit der Birkenrinne habe ich verworfen. Das dauert einfach viel zu lange, frisst viel zu viel Zeit. Ich hoffe einfach, dass die nächste Nacht nicht so schlimm wird wie jetzt letzte Nacht und machen wir jetzt einfach an die Challenge ran, eine Fackel bauen. So, with his bark, it's taking way too long and he just hopes that it's getting better next night. But now he's starting with the challenge. Ich habe jetzt extra ein bisschen Puffer gelassen, die ist jetzt ungefähr 40 cm lang. Werde jetzt ein bisschen anschnitzen und dann Zunder suchen, die ich da ranpacken kann. Ich gehe auf Harz. Ich probiere zumindest Harz. So this thing is just 40 centimeters long, so he has like some space left and now he's going to look for some resin. Wir dürfen ja auch mehrere Fackeln bauen, aber ich glaube, die Zeit reicht nicht aus, um ja, mehrere Fackeln zu bauen, weil ich möchte noch ein bisschen... So yeah, we are allowed to build more torches, but I don't think that the time will be enough to build more torches. meinen Schlafplatz ein bisschen schöner machen, gerade auch ein bisschen weicher, weil das ist mir noch wichtiger eigentlich als die Fackel. It's more important to me that I'm making my sleeping area a little bit more softer. This is more important to me than the torch. Aber ich will zumindest probieren. But I want Allein to schon try it Feuer at machen war eine least. Qual gewesen. Das ganze Holz war komplett nass und das Feuer hielt eigentlich gar nicht. Ich habe nur Birkenrinne entzünden können und das war's. Mehr nicht. Also Holz. So, and I mean, starting a fire was a pain in the ass, and he just could lit some birk bark, and that was about it. So. Es hat gar nicht gebrannt. Also müssen nachher gucken, wie ich den Fackel überhaupt anmachen kann. It hasn't burned at all. So he needs to figure out how he can lit up the torch Ich later. musste gerade meine Location wieder wechseln, weil es wieder angefangen hat zu regnen, zumindest am Wasser. Yeah, he needed to change his location because it started raining, at least at the river. Ich At habe the jetzt ein bisschen water. was probiert. Ich habe jetzt hier oben den Stock 4-mal gespalten und da halt Birkenrinne reingestopft, also Birkenfetzen. Aber die brennen ja relativ schnell runter. Deswegen kommt hier überall noch Harz ran. Das ist zumindest der Plan. Ich werde es dann vielleicht irgendwie so zusammendrücken und mit Harz verkleben, dass ich dann wirklich wie so einen Kolben habe oben, dass es nicht so frei steht hier. So, this is what he did, but they are burning down very, very quick, so he needs to find resin to put in there. And yeah, and then he wants to build it and make how are these medieval things called? Yeah, well, he wants to make something like this. Und dann anzünden. And then Mein Stock ist start halt a fire. nass. Das war halt aus einer Birke und die war noch relativ frisch und Yeah. Oh, his stick is still wet. Yeah, it was a fresh birk, and yeah. So. der Stock an sich wird nicht brennen, aber ich hoffe, dass dann wenigstens Harz oben brennt und die Birkenrinde, damit ich wenigstens nicht letzter werde. The stick won't be burning, but he hopes that the rest of it will burn, so that he is not going to be the last one. Wenn mein Pinsel da vernachlässigt, der ist ja über Nacht richtig schwammig geworden und auch der Stiel, der hat gar keine Festigkeit mehr, ist wie so ein Gummi jetzt. So, well, the mushroom got really, really spongy because he just forgot about it. Aber But so ein paar kleine Stücken ziehe ich mir trotzdem hier raus. Ich habe jetzt leider kein Feuer. some things he will now just get and eat it because he doesn't have any fire, so unfortunately.
Aber du kannst Pilze ja auch in gewissen Maßen auch roh essen. But you can eat mushrooms raw in a small amount, Und ist immer noch besser als gar nichts. and it's Das ist better halt than schade, weil der nothing. war halt gestern noch richtig geil von der Konsistenz. Jetzt ist er irgendwie so richtig pappig. And it's very stupid because it was so perfect yesterday from the consistency and stuff like this, and now it's like super spongy and Und schwammig und der Stiel zerfällt auch schon so richtig holzig geworden. Auch der Schwamm unten ist nicht mehr schön. Da sind auch schon Schnecken drin mittlerweile hier. Und there Maden are oder some irgendwas. snails and lava. Also ich muss and auf jeden Fall bald auf Nahrungssuche gehen. Ich and habe he gehofft, has dass to ich hier ein paar find Beeren some finde, aber food. bei mir auf der Insel gibt es gar nichts. And he hoped to find some berries, but he couldn't find anything. Leider. Das heißt, ich muss dann mich halt wirklich gerade ausschlagen und das ist richtig geil. Wir gehen gleich mal da vorne hin. Ich war nämlich gestern mal ohne Kamera da gewesen und es wirkt so ein bisschen wie in so einem chinesischen Garten fast, also so künstlich angelegt. So, but well, he has to go a little bit further, and then there was a space he explored the day before, but without a camera, and he says it almost looks like a Chinese garden or a Japanese garden. So, Der Garten. Du hast da ganz viele Steine im Wasser und du musst dann darüber springen von Stein zu Stein. Das ist wie so ein yeah, so there are some stones in the water, and you have to jump from stone to stone. And Hindernisparcours. Voll, also mega geil, ohne Scheiß. it's Ich like bin a auf die Suche nach ein bisschen Harz yeah. für meine Fackel. So now he's looking for some resin for his torch. Hier, Here we das go. ist, was ich meine. Das ist geil. That's looking great. It is. Wir sind ein kleiner Hindernisparcours. Oder wie bei So, Takeshis Castle. obstacle Einer von run. den Steinen ist halt irgendwie lose und da geht's runter. Ist auch geil. Or like in Takeshi's castle, one of the stones is loose and then it goes down. Oh, die sind aber auch rutschig, weil du hast auch mal ein bisschen Moos an den Seiten dran. Ne? But it's slippery because there's some moss at the sides. Hoppa. Ach, hier ist ein richtigen Wald. Bei mir habe ich nämlich gar keinen Wald bei mir drüben. So Also, there's oh, a real hier, forest. hier geht's schon with los, die ersten lots Beeren. of berries. Alter, das kann nicht sein. Kaum gehe ich rüber auf die andere Seite, finde ich Bären. Yep. So even Ja, wie geil ist das Chris denn? found some berries. Oh, geil. Ich baue einfach mein Shelter hier auf. I'm building up my shelter right here. Oh, das ist schön süß, ey. Das ist richtig gut. Oh, they're really sweet. Oh, this is soon Ey, super damit nice. ist die Horrornacht direkt wieder vergessen. Das ist übel gut. So the Das horror ist night hier. is forgotten with Bären. this. Alter, das ist einfach nur geil. This is just Ich nice. komme jeden Tag hierher und fress Bären. I Scheiß just auf Angeln, scheiß auf Pilze, scheiß auf alles. Scheiß auf Regen, scheiß auf... I just come here every day and eat berries. I don't care about fishing. I don't care about mushrooms. Anything. I'm just coming here and eating berries. Yeah, I am having a déjà vu. Mega gut, die sind übelst viele. Ist alles voll hier. Alles komplett voll. Und bei mir drüben nicht Awful. ein There are einziger so Strauch, many. Nichts. And Aber ich on hab's the ja other nicht so weit. side Ich muss immer there, jedes Mal über diesen not one. Takeshis Castle Parcours rübergehen, aber das ist ja nicht so wild. Dafür wird man ja entlohnt. Ich hab zwar auch selber dabei, aber das geht auch einwandfrei I would have soap, but it's also going like this, mit Sand. just with sand. Hab jetzt meine Fackel erstmal fertig. I built my Bisschen klein torch. aus ist sie auch, aber ich habe jetzt zumindest versucht, so viel Harz, wie es nur geht, wie ich finden konnte, da reinzupressen. It's looking a little bit small. Yes, it is small, but I try to put as much resin in there as possible. Also quasi eine Kombination aus Harz und Birkenrinde. So it's a combo out of resin and just birk. So Wird nicht ewig brennen. Wie gesagt, das Holz ist auch nass.
won't burn for a long time, and also the wood is wet, so. Aber solange ich nicht letzter werde, ist es eigentlich. Jetzt riecht zumindest ganz gut. Da ist echt viel Harz drin. And at least as long as I'm not getting last placed, it's fine. Ich habe mir jetzt was überlegt fürs Bett. Und zwar Upgrade. Wir haben jetzt ein paar mehr Sprossen. Ich werde jetzt hier die Seitenwände nochmal beschweren und abstecken, damit die Sprossen nicht wie jetzt letzte Nacht immer wieder runterrutschen und dann sind die weg und dann hänge ich da. Okay, so he wants to make an upgrade for his bed. So he had, like you saw, this second stem. He's placing them on top, so the sticks can't get out there anymore. Mit dem Arsch auf dem Boden und schrei rum und will eigentlich alles nicht mehr. Und Because he doesn't want to be like next to his bed and on the floor and blah blah blah. wenn diese Balken drauf sind und die dann fixiert sind, So dann when they are kommt Moos on drauf. and Ich will fixed, mal ein bisschen Moos, das ist nicht mal ansatzweise genug. Ich wollte es so ein bisschen in der Luft ein bisschen trocknen, damit ich nicht ganz so nasses Moos unterm Arsch habe. he will, and then he will put the moss on top. He already, well, this is not enough, but he placed it there so it can actually dry, so the moss is not too wet. Aber ja, egal, das kommt dann alles rauf, wird dann gefüllt. Und dann wird es auf jeden Fall eine bessere Nacht als die letzte, weil schlimmer kann es nicht werden. And then it's going to be a better night than the night before because it can't get any worse. So, kleines Update. Ich habe jetzt hier die Seitenwände fertig. So Alles noch ein update. bisschen wackelig, also die Sprossen sind noch nicht fest. Ich müsste eigentlich jetzt noch die Dinger hier fixieren irgendwie. Aber ich überlege, ob ich es überhaupt brauche. Also zumindest nach außen hin fixieren wäre ganz gut. Aber nach innen brauche ich glaube ich nicht, weil da kommt jetzt eine Menge Zeug rein. Also ich habe überlegt, erstmal vielleicht sogar ein paar Tanzzweige rein oder hier Kieferzweige reinzupacken. Und da So he wants to fix, well, make it, yeah, that they can't move to these sides outside. He says to the inside it doesn't matter because I'm going to put a lot of stuff in there. So they can't get inside, but something so they are not moving out of there. darauf das Moos. Einfach nur um es zu verwerten, aber ja, eigentlich ist es nicht vonnöten. Ich hau einfach glaube ich, das ganze Ding mit Moos voll. Wobei, bei so großen Lücken ist es vielleicht besser, ein paar kleine Tanzzweige zwischen zu haben, damit das Moos nicht durchrutscht. But with these big spaces in between, probably doing some twigs first and then put the moss on top. Ich weiß nicht, ob eine Schicht reicht. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, ich müsste noch ein zweiter drauf packen, um auf Nummer sicher zu gehen. He doesn't know if one layer is enough, but probably not, and he needs to put another layer on there. But in my opinion, this is already looking much more comfortable. Aber ich probiere es erstmal aus. I try first. Okay, das ist auf jeden Fall ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wow, this has changed so so much, schön. like day Also and Fakt night. ist natürlich, dass ich das in der Nacht platt liege und das Moos am nächsten Morgen halt platt ist und dann nicht mehr die gleiche Pufferwirkung hat wie am Tag davor. Well, fact is that after he slept on there, it's going to be much, yeah, it's not that fluffy anymore, so he will need some more, but yeah. Es kann also sein, dass ich jeden Tag das Moos auswechseln muss, beziehungsweise eine neue Moosschicht oben drauflegen muss. So it's possible that he has to put on a new moss layer every day. Well, he's not the only one who has to do this, so... Also jeden Tag kümmere ich mich um mein Bett. Das ist... So every day he has to take care of his bed. I mean, I'm making my bed also every day. Come on, Chris, you're lazy. Mag ja nicht mal zu Hause. I'm not doing this at home. Ach ja, und eine Sache noch. Ich habe ja hier auch ein bisschen Kiefer verarbeitet. Das hier, wenn man das sehen kann, ist nicht Wasser. Das ist also eine Kombination aus Wasser und Harz. So, and he says like, oh yeah, and what you can see there is a combo out of water and resin. Also wenn du da rankommst, nicht so geil. Aber ich habe die Stellen verwendet für meine Fackel. Hab damit So if you are touching it, it's not that great, but I used these places for my torch. ein bisschen abgeschabt, hab die rangeschmiert an die Fackel.
Ob es was bringt, ich bezweifle es. Die Bären vorhin, die haben If nicht viel it's- gebracht. Ich glaube, ich gehe nochmal. If it's working, he doesn't know. Yeah, but now he's going and collect some more berries Los und hol mir ein paar Beeren. Weil ich habe jetzt eh zu tun. Obwohl, ein because bisschen he liegen is wir auch ganz bored. chillig eigentlich. But and just laying there would be also awesome. Yeah. Da sind auf jeden Fall Löcher drin, aber zum Trinken reicht's. Ich mach die mal kurz hier sauber. Ist da so ein bisschen. So there are some holes in there, but for drinking it's fine. Now he's just cleaning this up. Was auch immer da alles an der Rinde dran hängt, grob ab ist. This looks awesome. Yeah, but I think it's a very, very wet thing. Oh, es geht. It's working. Oh, ist das gut, einfach aus dem Gefäß zu trinken, anstatt aus den Händen. It's so nice to just drink out of a container then. Luxus. Luxury. So, jetzt geht's den beschwerlichen Weg zurück. Und dann sammle ich hier jetzt gleich noch die Blaubeeren. Now it's going back. Stopp da aus Spaß die Zeit. I will collect Und the dann berries werde ich and pennen. look how long Raus it aufs Feuer takes. werfen und dann einfach mal schauen, wie lange ich die Augen zumachen kann. Ein bisschen erholen. Turn on the Und fire danach dann and mit Angriff weiter. we'll see how long I can sleep and then it will go on. So, ich würde sagen, ich bin fertig. I would say I'm done. And it Ja. took him 52 50 minutes. Minuten für hier das For bisschen just Essen. that little bit of food, he says. Krass, oder? Wenn man überlegt, wie leichtfertig man das so im Supermarkt kauft, so schnell mitgenommen und bam. And he says like, this is nuts. Just, I mean, well, you're just buying it in the grocery store and you're not thinking about it even. And yeah, just bought, just eaten. Boah, das Geile hier dran ist, ich habe ja schon an Tag 1 gesagt, es ist super wichtig, dass man halt positiv bleibt im Kopf. Und hier durch diese Schale ist für mich der Erfolg messbar. Der Erfolg vom Sammeln, ich habe mir vorgenommen, so und so weit will ich das voll machen. Ich sehe, wie viel ich gesammelt habe. Und das ist jetzt neben dem, dass ich was zum Essen habe, eine zusätzliche Belohnung, die halt mental super gut tut. Dass man einfach sieht, was man geschafft hat. Und ja, nicht zu unterschätzen, solche Sachen. So he's now talking about like that he already talked about positivity the first day. And he says now that he can actually see that he built this container. It is a visible goal and like it's something positive. It's like a it's a reward. And and then he set a goal like, okay, I want to fill it up to here, and now he can actually measure his success. So and he says that this is super important to stay positive for the whole time. Nice. Oh, ist immer so friedlich, wenn man hier runter zum Wasser kommt. It's so peaceful when Voll you're geil. going down to the Auf water. jeden Fall hatte ich hier eine Stelle gesehen, wo es so Gräser gab. Und ja, ich schaue jetzt mal, ob ich das richtig gesehen habe. Wenn ja. Well, he saw a space where there were some grass, and he now wants to see if he really saw it, or Ernte ich die und hole die mit als Bettunterlage. he will harvest them and then use it for his bed. So, ich bin gekommen für die Gräser, aber jetzt habe ich doch hier genauso Äste gefunden, wie ich für meine Fischhäuser haben wollte. Das ist schon So, well, he came for the grass, but now he's found
yeah, I think it's a hazelnut bush. Well, he found the plant he needs for his fish trap. Mal So gut zu wissen. this is very good to know. Ich habe gerade entschieden, dass das mit dem Gras Quatsch ist. Also erstmal war das Gras nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. So the grass is a stupid idea because, well, first of all, the grass is not the way he thought it would be. Zum anderen brauche ich davon so viel, And on the other hand, dass, glaube ich, keinerlei Dämmwirkung mehr hat. he would need so much of this, so he thinks that this is just nonsense. Ich überlege jetzt mal, was ich da mache. Heidekrautknospen sollen ja bekanntlich Blüten die Stimmung heben. Bin ich mal gespannt. So he is now eating these, and they are supposed to brighten up the mood. Aber die Stimmung ist eigentlich gut bei mir. Ich bin einfach nur blatt. He said that warum ich so his mood is good, but monoton he's rede. just exhausted. Ja, ich habe mich jetzt auf jeden Fall entschieden, erstmal die Fischreuse zu bauen. Well, Außer es regnet jetzt. he decided to build their fish trap first, if it's not raining. Ich sammle gerade erstmal das Material für die Fischreuse, weil wenn ich die fertig habe und im Wasser, dann habe ich nochmal so einen Hoffnungsschimmer, wo ich immer nachgucken gehen kann. Ich glaube, das mit So he will pick up the material and just make it, and because he says like, okay, when I build this fish trap, I have another reward and something I can, another a little bit of hope, so something I have in the water I can look for, and yeah. mental auch ganz gut und natürlich, wenn was drin ist, was zum Essen. Which is perfect for mentality, and of course, if something is in there, you have something to eat. Ja, das mache ich jetzt. So, jetzt habe ich hier diese 2 Ringe. So, 2 Muss rings, ich hier die Äste irgendwie befestigen. and now he has to put the So sieht es twigs in aktuell between. aus. Hier hinten kommt es natürlich zusammen, hier kommt noch was drum, hier das wird alles geschlossen. Ich muss jetzt nur die nochmal festwickeln. So, ich habe jetzt hier mal von den Fichten hier Wurzeln ausgegraben. So he's die man now ganz gut using als Schnur verwenden roots instead of paracord. So others have paracord, he has roots, or he's using roots. kann. Das hat vom Prinzip her schon mal funktioniert. Aber ja, so 100% stabil ist das Ganze natürlich noch nicht. It's not stable 100%, but it's So, leider ist mir working. unten die GoPro leer gegangen. Ich muss jetzt gerade mal in meinem Lager einen neuen Akku holen. Habe die Reuse jetzt einfach mitgeholt. So down there the GoPro went off, and so he went back to his shelter and he took the fish trap with him. Ich habe jetzt hier diese Fichtenwurzeln So drum these are the gebunden, roots. das Ganze nochmal zu verstärken. Ich habe jetzt alles hier. He has Werde aber mich everything up jetzt there. erstmal um Feuerholz kümmern und allgemein das Lager nochmal. Dabei werde ich noch gleichzeitig für Material für die Fackel suchen. Und Now he will look and collect some material for his shelter, and he will also look to find something for his torch. ja, einfach noch ein bisschen ausnutzen, dass ich nicht dauernd hier im Lager abhängen muss wegen dem Feuer. Das ist nämlich echt ein bisschen befreiend. Ja, sollte nachher. And just enjoy that he doesn't have to stay next to or in the shelter because of his fire. He says because this is like feeling free. It's freeing that he's not supposed to be there. Nur noch wieder klappen, das Feuer anzubekommen. Dann ist alles gut. So he just hopes to get the fire started, and then everything's perfect. Ich bin mal ins Landesinnere aufgebrochen, um hier noch so ein bisschen zu erkunden. Ob ich hier vielleicht irgendwelche Pfifferlinge finde oder die Vegetation irgendwie anders wird. So he's now exploring if he can find some more different mushrooms, or if the Hier vegetation is a little bit different. Knochenrest. That's a Hier bone. sind auch überall Preiselbeeren.
Yeah, he Aber also found die cranberries. lasse ich eigentlich immer stehen, weil die sind noch nicht richtig reif. And as they're not really ripe, he just Und leaves them. ja, sind noch sehr sauer. They're pretty Ich sour. glaube nicht, dass es gut ist, wenn ich die esse. And he Ich meine mich doesn't zu think erinnern, that dass it's hier good, diese not grünen good. Triebe, die länglichen, wenn man da die Nadeln abmacht, dass man die auch essen kann und dass da ein paar gute Sachen drin waren. Ich weiß noch nicht mehr ganz genau was. Aber das probiere ich jetzt einfach mal. So he thinks that when he's cutting off the tips and putting away these needles, that you can eat this and that there's also some good stuff in there. So, and he's not trying this. Ja, innen drin ist schon zu hölzern, aber außen das Grüne geht noch. Yeah, it's also too woody inside, but the green stuff around it is going Schmeckt pretty einfach well. nur Tastes like grün. green. It tastes green. Okay. Ich mache mir mal ein paar davon ab und mache die hol die mit ins Lager. Weil sonst Okay. komme ich hier heute nicht mehr voran, wenn ich jetzt alle hier abkaue. He will cut Aber was these. mir auch aufgefallen ist, He will cut some of these off and will take them to his shelter. Otherwise, he won't get any further if he just bites on them while staying there. obwohl hier alles so feucht ist, man sieht keine einzige Schnecke. Ich habe bisher keine einzige Schnecke hier gesehen. Even if it's so wet there, you can't see any snail. So. Grillen gibt es hier auch nicht, weil hier ist keine Wiese, also ich sehe keine. Die haben auch viel Protein, hochwertiges Protein. Keine Ahnung, das ist irgendwie alles wie ausgestorben, außer diese Preiselbeeren und Blaubeeren. Die gibt es halt hier en masse. Aber He figured out that there is no animal, nothing, so no snail, no cricket. And yeah, it's so bad because he says like the crickets, he could have eaten them. They have a lot of protein. was mir dafür auffällt, ist, dass es hier But what he recognizes instead, and now we are getting why this episode is called Bear Territory. Oh, and by the way, there was someone who photoshopped. I will put my picture runs up again. Who photoshopped a bear here in this area and made it walk like this. And yeah, so the community was like, oh, this is absolutely crazy, and there was a bear walking and nobody saw it and blah blah blah. And well, in the original one there is no bear, but there was one guy who made like such a big fun of this, and he also put a tone layer on top where you could hear like a regie, and yeah, where someone is saying like, oh yeah, go there, go there, go there, la 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 la. And so people kept saying like, yeah, these people aren't in the wilderness for 7 days, it's just for the views and just for the camera, and they are not really in the outside. And yeah, he destroyed the project, and he was a little bit mad at itself because he liked and enjoyed this project, but with his things he just destroyed it. So yeah, he was really, really sorry about it, and Fritz was pretty pissed because he had to tell the people that this is real and that they are really outside for 7 days, and that's not done. Yeah, it's yeah, that they aren't actors, but this is real. Okay, yeah. Back to the bad music.
What? Sorry. Bären gibt. Oh, yeah, that there are bears. So Ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen. he wanted to say something completely different. Aber schaut mal hier, der Abdruck. But look at this. Da sind die Krallen. They are there. Hier. So. This doesn't feel good. Ja, also definitiv Bärgebiet. Ha, Definitely bears. fühlt And sich gar nicht so geil an, obwohl das ja voll die geilen Tiere sind und so, ne? Aber doesn't feel so good, but even if they are like really, really crazy and nice animals. Or cool ich weiß nicht, wenn man animals. sich... Ja, hier überall hergegangen. Yeah, it went all the Wenn man way. halt hier schläft und das jetzt nicht gerade irgendwo sieht und einen das betrifft, If you're not if you're sleeping there and if you're not sleeping there and it doesn't like directly interfere with you, ist rein theoretisch ein nachtaktiver Bär. so just theoretically they are night active. Kommen könnte oder den Wald erkundet, da wo man schläft. Also kann mir keiner erzählen, egal wie tough er ist und wenn er das noch nie So, and a bear that while you're sleeping is just exploring the area around you where you are sleeping. This is, doesn't matter how tough you are. gemacht hat, keine Erfahrung damit hat, nicht When you- sich ein wenig unwohl fühlt. Don't have any experience with this, that you are feeling well with this. Krass, okay. Ja, hier der Abdruck hat es mir jetzt auf jeden Fall bestätigt, dass hier was los ist. Jo. Ich habe jetzt hier zwei unterschiedliche Längen, wie ihr seht, Stärken. So he has two different strengths. Hier ist quasi so ein Einfachfaden, der aber halt So, aus vielen Single. kleinen Fasern auch besteht. Single Und hier one, ist dieser Einfachfaden als Doppelfaden. and this und, is double. Das ist ja eine Sehne dann quasi. So Und im Paracord waren davon insgesamt, glaube ich, one strain, 7 oder 8. and in the paracord Das, are bisschen 7 or Holz gerade 8 gesammelt. strains. Also so langsam wächst der Holzstapel. And he just collected some wood, and now they're, his it's growing, Aber gut, bin ja eine Weile hier. but yeah, he will be there for some time. Sind wir bei 38 knapp. Okay, also diese zwei sind sozusagen konform. Ich werde jetzt noch eine dritte bauen. Dazu gleich mehr. So, Nummer 3. So he built his torch with the strains. Okay, I can tell you all the discussions we had in the community is like if this is okay or not, because the strains aren't a natural product. It's just he built the torch, but it's not natural material. Also genau 50. 50 centimeters long Und And? breiteste Stelle and around it's 17. 17. Ja, ist halt deutlich dünner, ne? So, also ist die Yeah. Hälfte. So and this one Okay. is 40. Also das wären sie jetzt meine 3 Versuche. So these are his 3 trials. Ja.
gucken wir einfach mal, ob es klappt oder ob es halt nicht klappt. Überall Birkenrinde drin, die ich gerade so mühselig vorhin gesammelt habe. Egal. Birk bark. Die Maße passen auch. Wir haben eine Höhe von 48. Das werde ich natürlich bei der Challenge dann nochmal final ausmessen. So the height is 48. Ich weiß nicht, ob es funktioniert oder ob das Ding einfach jämmerlich erstickt. He doesn't know if it's wicking or if it's just, yeah, not getting enough air. Wir machen einfach einen kleinen Probelauf. So this is his test. So, wir machen einfach mal einen Test. Start. Hallo? Okay, läuft. Die Frage ist, ob sich das jetzt von oben runter brennt. Ich wollte es ja eigentlich von unten anzünden, damit sich das dann so schnell hochfrisst. Aber vielleicht ist das sogar geiler, weil sich das jetzt so langsam runterfrisst. Und ja. So he wanted to make it like starting light in there down, but he knows things like, yeah, probably it's better to start it up there so it can eat itself down and so it burns a little bit longer. Ich denke, das war's gleich da. Letzte Flamme. Okay, I think that's it. Noch ist sie da. Last Am flame. Holz da unten. There's the last Das war's. flame. Okay, now it's out. 2 Minuten 54. Und wie So. wir sehen, hat das Ganze nicht funktioniert. 2 minutes 54, and as we can see, it didn't work. Was ich direkt merke ist, dass sich das, wenn das in der Mitte durchbrennt, alles einfach nur rausfällt, was hier rüber liegt. Das heißt, es bringt überhaupt nichts, weil es brennt durch und dann blub 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 fällt das einfach an. So, and he figured out that everything that's standing out is just, it burned there and then it just drops out, and so it's useless to have something hanging around. An die Seite und hat uns hanging out. irgendwie nicht weitergebracht. So, Okay, ich versuche jetzt nochmal unten ein kleines Löchlein frei zu machen und dann das Ganze von unten zu entzünden. Wir merken uns, 2 Minuten 54 ist bisheriger Rekord. so and now he wants to make a hole in the down and just light it up there and look if it's burning a little bit longer. So, ich habe es jetzt unten entzündet. Wir warten ab. Es geht 2,54 zu schlagen. So, Also 15 Minuten hätte ich eigentlich schon gern. Das wäre so mein persönliches Ziel. so he wants to have 15 Jetzt brennt minutes. aktuell, wie gesagt, nur die Birkenrinne. Von daher sieht das krass aus, aber in Genau. 3 Minuten ist die Birkenrinne futsch und dann ist die Frage, ob es weiter brennt. Just the bark is Ich glaube, ihr burning. seht, 10 Minuten sind geschafft. Und das Ding brennt immer noch top. So the thing is still burning, and he already made it. Or it already lights like for 10 minutes. Ich habe jetzt mal gestoppt. 25,43. So Weil it hier ist keine Flamme mehr da. Es räuchert nur noch. Genau. So no flame left. So it already burned for 25 minutes and 43. Yeah. Von daher ist es schon ganz gut, würde ich sagen. Ich habe gerade auch noch mal drüber nachgedacht, ist das jetzt überhaupt eine Fackel oder nicht? Also wie definiert sich eine Fackel? Muss eine Fackel einen Stab haben, den man irgendwo reinstecken kann? Oder ist das auch eine Fackel? Ist jetzt so ein bisschen Auslegungssache. So and now he is like thinking about, is it a torch? Isn't it? Is it just a fire? And how is the right definition of a torch? And I can tell you, it was a huge discussion in the community, because the most people were saying this isn't a torch. A torch needs, you can carry around a torch and the thing you build is just standing. But in the description of the challenge, there is like, you put it away and you light it and then don't touch it. So what exactly is a torch? But, well, Wikipedia has as a
description or definition says that Schwedenfeuer is a torch, a Fackel. Yeah. Difficult. So for the next challenges, by the way, the definitions are much better, and they are actually asking the community to find better challenges that are really easy to understand, and because this is the first huge discussion that came up, and you will see that there were other challenges coming in the whole thing that were difficult for understanding, or if they were correct or not. So, yeah. Im Endeffekt hieß es 50 cm mal maximal 40 cm Breite, einmal entzünden und brennen lassen. Deswegen, für mich wäre das halt so eine Schwedenfeuerfackel. Yeah, so he says like, yeah, the only things we got was like it has to be 50 centimeters long, 40 centimeters around, and then you place it, you light it, and let it burn. So for me, this is a Schwedenfeuer. Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Wow, jetzt geht's ja aber. Go and Ob ihr sagt, dass do das it in the Fackel zählt comments. oder ob ich jetzt irgendwie hier Kacke baue. Yeah. You see, he's a YouTuber. And he's like, okay, put it in the comments if I'm doing something good or if I'm doing something really stupid here, because this is not what I'm supposed to do. Und dort draußen bereite ich gerade übrigens schon dann das finale Ding für heute Abend vor. Werde aber wahrscheinlich mir auch nochmal eine dickere suchen, sodass ich 2 Varianten habe. So he already prepared number 2 and looks for something Oh, bigger. da ist was. Freunde, da ist was. There's something. Hier wahrscheinlich auch. Oder? Der zippelt doch. Okay, it's moving. Der zippelt doch. Okay. Yeah. Hä? Scheiße. Der Schwimmer war da unter Wasser. Shit, the swimmer was gone. Der Schwimmer hat mich verarscht, Alter. Ich kontrolliere jetzt trotzdem alle mal. The swimmer fooled me. I'm now controlling everyone. Zumindest sind die Köder noch dran. At least the prey is still there. Alter! Okay, fuck. Scheiße. You see Der him? hängt da am... You see him? Da ist ein Barsch. Oh, ich darf That's ihn a jetzt nicht bass. verlieren, der hängt am Gras. He's hanging in the grass. Yippie, Yay! Mein erster Fisch, ich dreh durch! His first fish! He's like super crazy. Landen, hier oben. Ey, Freunde, ich hab den ersten Fisch. Den ersten Barsch. His first fish, a bass. Geil. Mit der fetten Käfermade, da sieht man es schon. Ganz tief geschluckt. With a Alter, fit lover. mega. Richtig geil. Freunde, ich habe den ersten Fisch. Ihr könnt's alle hören. Ich hab ihn. I got the first fish! You can hear it all! I got it! Proteine und Eiweiß. Proteins and proteins. Well, proteins and egg Es whites. funktioniert. Es gibt hier Barsche. Der Köder funktioniert. You have bars. It's working. You have bars here, and whatever I found is working. Wie geil. It's Ja, ich habe crazy. mich zwar gerade extrem gefreut und bin auch sehr dankbar darüber, aber eine Sache dürfen wir nicht vergessen. I'm very happy, and I'm very thankful, grateful for this. But there's one thing we are not supposed to forget. Das hier ist ein Lebewesen, was ich gerade von diesem Planeten genommen habe.
this is a living thing I took just from this planet Und mir als Nahrung zubereiten werde. to make myself Dafür bin ich sehr dankbar. for food. I'm very, very grateful for this. Das ist das erste Stück Fleisch seit This is the very, very first meat since 4,5 Monaten. 4.5 months. He hasn't eaten meat, or he has been a vegetarian for 4.5 months, and now he is eating the first meat. Seit 4,5 Monaten kein Fleisch, kein Fisch mehr gegessen. No fish, no Ich meat, lebe nothing. aktuell vegetarisch, ist hat als Experiment begonnen. It started as an Und experiment. für die Dauer hier, für dieses Survival, Überlebens, Bushcraft, Outdoor-Format, habe ich gesagt, werde ich das ablegen für 7 Tage. Danach geht es aber wieder weiter. Yeah, and he said like for the 7 days he will put it away. But when he gets back, he will again restart his vegetarian lifestyle. Von daher, ja, mit dem nötigen Respekt dran gehen. Er ist immer noch ein Lebewesen. Ich bin With the necessary, well, to get with the necessary respect to this, it's still a living animal, and dankbar dafür he's very, very grateful. und bin natürlich auch glücklich. And now he's happy. Ich hocke hier mitten in Schweden. Oh, Eisgrad. He's in the middle of Sweden, and now he's like, Ich muss mich mal kurz sammeln. he has to collect himself. Ihr müsst wissen, das ist so ein absolutes Herzensprojekt, dass das überhaupt alles so funktioniert hat. Dass die Teilnehmer alle da sind, dass nichts noch dazwischen gefunkt hat mit irgendwie Covid, irgendwer kommt nicht rein. So this is a very, very big project for him, and that all the candidates made it, and that it wasn't interrupted because of COVID, and he is so happy Mit Schweden, irgendwelchen Regularien, dass es mit dem that with Sweden, with any rules, with any things, Aussetzen alles klappt und so weiter. Ich bin that überglücklich und that everything has worked out the way it was supposed to be, and he is so happy about it. hat mir gerade dieser Fisch einfach diesen Moment gezeigt, dass es funktionieren kann. Ich habe letztes Jahr angefangen mit dem Angelschein. And this fish just has shown him that everything actually can work out, that this actually all can, that this can happen. And he made his fisher's license just last year. Ich habe trainiert, ich war in Schweden. Ich habe He genau worked- die Techniken angewandt. He worked out, he was in Sweden, and he used everything he learned. Es hat einfach funktioniert, das macht mich gerade glücklich. And it just worked out, and he's so happy. So, und jetzt rassen wir! Fuck, Leute! So yeah, that was another part of the intro. Was ist hier los? What's going on here, guys? Oh wow, I almost cry. Danke, Natur. Thank you, nature. Danke, dass ich hier bin. Thank you for being here. Danke an euch. Thanks to you. I'm not getting any copyright claims. No. Not because of this. So, yeah, this was episode number 4. And, yeah. There must be... Come on. Yeah, rhino shield. Okay, so the next episode will be... I need to put this down once again. So, the next episode will be about the tortures and mistakes that were done. I'm curious how this is going to continue. So, stay tuned, and we see us next time when it says 7 versus wild. See you. Bye bye.